Nachdem ich gestern Abend noch auf dem Mount Snowdon war, regnet es heute Morgen und die Berge verstecken sich hinter grauen Gardinen. Also alles richtig gemacht. Allerdings geht mein Zug nach Hereford erst am Abend. Bleibt also noch Zeit für ein Sightseeing in Bangor. Und das heißt vor allem die Kathedrale besuchen. Das ist schon irgendwie skurril. Ein gehörnter Moses. Eine Fehlinterpretation des Künstlers aus dem 12. Jahrhundert. Ich liebe ja die architektonische Geometrie alter Gotteshäuser. Und wofür ich mich auch immer wieder begeistern kann, das sind die vielfältigen Holzornamente und Schnitzereien. Besonders angetan haben es mir hier zwei Neuinterpretationen von Gemälden Caravaggios durch John Granville Gregory, die momentan als Laie in der Kathedrale ausgestellt sind. Nach 3 Tagen verlasse ich Jane und Adrian wieder. Das Wetter ist viel besser als in der Vorhersage angekündigt. Die Sonne scheint aus blauem Himmel, an dem sich weiße Watteballen festhalten. Herefordshire ist grün und stellenweise gelb, der Raps blüht. Es ist ruhig und außer Vogelgezwitscher und krächzenden Fasanen höre ich nichts. Die Luft ist klar und kalt. Ein paar B-Straßen lassen sich auf dem Weg nach Hereford nicht vermeiden, aber dann geht es auf hervorragenden Radwegen in die Stadt hinein. In der Fußgängerzone macht ein Straßenmusiker mit Gitarre, Verstärker, Keyboard und Loop-Pedal verdammt gute Musik. Nur leider bleibt niemand stehen und hört zu. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ich fahre in wunderbarer Leichtigkeit aus Hereford hinaus und durch eine offene Landschaft. Nordöstlich von Leominster lockt ein Café direkt am Straßenrand. Kann man da widerstehen? Ich nicht. Wie sagte schon Oscar Wilde, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Am späten Nachmittag wird es schwül und Gewitter ziehen auf. Erste Donner sind auch schon zu hören. Aber ich habe Glück, das Gewitter zieht vor mir durch. Hinter der Gewitterfront wird es allerdings wieder kalt und der Wind dreht auf Norden, sodass ich Windjacke und sogar die Handschuhe aus dem Gepäck hole. Weit entfernt von jedem größeren Ort liegt Broncroft Castle. Auf einer gerade unbeweideten Wiese des Anwesens darf ich mein Zelt aufbauen. Sehr idyllisch. Trotz des idyllischen Zeltplatzes habe ich irgendwie nicht so gut geschlafen und mache heute immer wieder Pausen. Auch weil Shropshire sich als erstaunlich wellig entpuppt. Gegenwind habe ich auch, aber alles nicht so wild wie in Cornwall. Ein kurzer Ausflug bringt mich nach Shrewsbury, der Geburtsstadt von Charles Darwin. Der viele Verkehr in den schmalen Straßen nimmt der Stadt jedoch ihren Reiz. Selbst im Innenhof von Shrewsbury Castle parken Autos. Weit fahre ich heute nicht. Schon nach 70 Kilometern bleibe ich in Wem in einem erstaunlich edel wirkenden B&B, das mir empfohlen wurde. Aber die Preisklasse stimmt. Auch heute habe ich es nicht weit. Bis Chester, wo ich mich über Warmshowers einquartiert habe, sind es nur 60 Kilometer. Und sehr angenehm. Die Sonne scheint, der Wind hat nachgelassen und das Gelände ist nahezu eben, was meinem opulent gefüllten Frühstücksbauch sehr entgegenkommt. Und wieder begleiten mich Kanäle. Erst der Llangollen Canal, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, und kurz darauf der Shropshire Union Canal, der mich auch nach Chester hineinführt.
Mit Chester verband ich als Kind nur einzeln in Kunststofffolie verpackte Schmelzkäsescheiben. Dass es eine Stadt ist, die dazu auch noch einiges zu bieten hat, war mir damals noch nicht klar. Zunächst schaue ich mir die Kathedrale an. Ich finde die Vorstellung immer wieder faszinierend, dass die damaligen Bauherren noch keine Ahnung von berechneter Statik hatten, sondern alles aus dem Bauch heraus konstruiert haben. Dass zum Erhalt der Kathedrale auch ein ausgedehnter Souvenirshop beiträgt, ist verständlich. Dass die Kathedrale aber sogar Gin verkauft, hätte ich nicht erwartet. Ein Gang über die römische Stadtmauer und durch die quirlige Fußgängerzone schließen sich an, bevor ich meinen Warm Showers Host Jack im Telfords treffe, einem Pub am Kanal. Am nächsten Morgen fahre ich mit dem Zug nach Liverpool hinein, das ausgerechnet an diesem Wochenende ganz im Zeichen des ESC steht, weshalb ich dort auch kein Quartier bekommen konnte. Dieser europäische Show-Contest, wie er wohl besser heißen würde, ist mir nun überhaupt nicht wichtig. Im Gegensatz zu den berühmtesten Söhnen der Stadt, von den gleich mehreren Museen, die sich mit den Fab Four beschäftigen, entscheide ich mich für die Beatles-Story. Ein Audioguide führt mich von den Anfängen, einem Auftritt der Teenager John und Paul auf einem Dorffest, bis zum Ende der Band im Jahr 1970. Nach einem Espresso mit Live-Musik will ich mir die an der Waterside stehende Beatles-Statue anschauen. Die hatte aber einfach mal das ESC-Gelände beansprucht, sodass sie nicht zugänglich ist. Den Cavern Club schaue ich mir nur von außen an, denn das ist eh nicht mehr der Originale. Dafür verlangen sie dann 5 € Eintritt, auch wenn keine Live-Musik läuft. Für das Geld darf man sich dann ein paar alte Fotos und Requisiten anschauen. Danke, aber nein. Stattdessen gehe ich zum Streetfood Market im Baltic Triangle, einem Stadtteil, der auf dem Weg vom ehemaligen Gewerbe- und Fabrikgelände zum angesagten Innenviertel noch einiges vor sich hat. Nach einem abschließenden Bummel durch die Innenstadt nehme ich den Zug zurück nach Chester. Heute fahre ich wieder nach Liverpool, diesmal mit dem Rad.
Entlang von Grünflächen, Sumpfgebieten und Salzmarschen kurble ich bei wieder heftigem Wind nach Seacombe, wo mich nach den ersten 35 Kilometern des Tages die Ferry Cross the Mersey aufnimmt. In Liverpool angekommen, ist die Beatles-Statue immer noch nicht zugänglich. Der ESC zieht weiterhin lange Schatten hinter sich her. Immerhin kann ich heute wenigstens von weitem einen Blick auf die 4 Jungs werfen. Nach einigen Kilometern bin ich wieder aus der Stadt heraus und im Grünen. Ein Stück am Leeds and Liverpool Canal entlang und dann nerven auch schon wieder diese unsäglichen Drängelgitter. Um das Rad kippen zu können, anders geht's nicht durch, muss ich die Lenkertasche abnehmen. Was besonders lästig ist, wenn ich gerade die Powerbank über den Nahendynamo auflade und dann auch die Verkabelung lösen muss. Aber zum Glück ist ja jede Schikane anders. So bleibt man flexibel. Ansonsten ist West Lancashire platt wie Norddeutschland. Das heißt, keine Steigung, aber auch der Wind hat freie Bahn. So bin ich froh, als ich nach einem anstrengenden Tag in Windjacke und Handschuhen bei meinen Warm Showers Gastgebern Joan und Martin in Southport ankomme. Aus Southport hinaus fahre ich kilometerweit an Salzmarschen entlang, die erst in weiter Entfernung ins Meer übergehen. Der Wind kommt von links und ist entsprechend erträglich. Schließlich schwenkt die Straße in weitem Bogen nach rechts, sodass der Wind mehr und mehr von hinten kommt. Ich fliege förmlich dahin. In Preston mache ich eine ausgedehnte und sonnige Mittagspause im Miller Park. Ansonsten verlege ich mich heute mehr aufs Strecke machen. Von Lancaster sehe ich nichts, außer der Millennium Bridge, bevor ich in Morecambe in einem Travelodge übernachte. Hier darf sogar mein Rad mit aufs Zimmer. Kaum bin ich heute losgefahren, halte ich auch schon wieder an. Morecambe hat eine wirklich schöne Küstenlinie und Promenade. Hier kann ich nicht einfach vorbeifahren, ohne zumindest ein paar Fotos gemacht zu haben. Nach 6 Kilometern komme ich wieder mal an einen Kanal, den Lancaster Canal, und wieder umfängt mich nur Vogelgezwitscher und der würzig-knoflige Duft des blühenden Bärlauchs. Je länger ich daran entlang fahre, desto mehr entwickelt sich dieser Kanal zu einem richtigen Kleinod. Rechts das Gewässer mit seinen vereinzelten Booten, links Ausblick aufs Meer und die dahinterliegenden Berge. Toll. Nach einer Mittagspause in Kendal geht es hinein in den Lake District. Die Steigungen häufen sich und immer wieder kommen mir Rennradler entgegen, die die Straßen als willkommenes Trainingsgelände nutzen. Aber natürlich fahren alle ohne Gepäck. Die ganze Zeit geht es jetzt mehr rauf als runter. Auf der Höhe angekommen, verschlägt es mir fast den Atem. Der Blick öffnet sich in die Bergwelt des Lake District. Irgendwo da hinten liegt auch der Scafell Pike, den ich morgen besteigen will. Dann führen mich kleine Straßen steil hinunter nach Troutbeck Bridge, wo zwischen den Bäumen bereits der Lake Windermere aufblitzt.
Abschluss des Tages bildet das Great Langdale, ein traumhaftes Tal, in dessen hinteren Ende der Zeltplatz des National Trust liegt. Auf der weiträumigen Zeltwiese krieche ich mit dem Gefühl in den Schlafsack, den bisher schönsten Tag der Tour erlebt zu haben.